Geh nochmal zum Ambock. Gut. Test 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Ist, wenn ich, das ist ein Kündigungsgrund, wenn ich es nicht mache, ne? Auf jeden Fall. Also wir müssen gucken, wie wir es machen. Ansonsten, jedes neue Papier ist eigentlich das gleiche wie das alte. Das haben wir alle schon vor 4 Wochen gehört, mehr oder weniger. Wenn irgendwas ist, falsche Nummer oder so, sofort aufstehen und diskret rüberkommen, ja? Wenn ich mal eine falsche Nummer habe oder naja, das ist ja eins reicht. Also ich meine für mich jetzt.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Dieses brüderliche Wort, liebe Schwestern und Brüder, ruft uns heute Jesus Christus als Trost in dieser Pandemie zu. Wir sind und bleiben zu allen Zeiten seine Familie. Er hat als unser Bruder Verantwortung für uns übernommen. Deshalb sucht er unsere Nähe in seinem Wort und durch sein Mahl. Und wir freuen uns, wieder hier bei ihm zu sein. Und wir bitten Jesus, steh uns bei in der Kraft des Heiligen Geistes. Send uns deines Geistes Kraft, der die Welten neu erschafft. Lass uns als Weisen nicht, zeig uns des Trösters Licht. Dass in uns das Herz entbrennt, deiner Gnade reich erkennt. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen 50 Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Gott.
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündigte dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Wunder, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Krüppel wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, sie möchten den Heiligen Geist empfangen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen, sie waren nur auf den Namen Jesu des Herrn getauft. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Brüder und Schwestern, haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, er, der Gerechte, für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen,
Dem Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht. Wort des lebendigen Gottes. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja.
Liebe Schwestern und Brüder, der Mundschutz, er gehört inzwischen genauso zu uns wie Geldbeutel, Schlüssel und Handy. Ganz schnell haben wir es gelernt, mit Gesichtsmaske einkaufen gehen, mit dem Mundschutz in den Bus oder Zug zu steigen, mit Gesichtsmaske in die Kirche zu gehen. Was macht die Gesichtsmaske mit uns? Ja, ich denke an all die Menschen, die 8 Stunden solch eine Maske tragen müssen, in den Krankenhäusern und Altenheimen, den Geschäften und Schulen, auf der Straße, bei der Polizei. Ich glaube, das ist sehr anstrengend. Lieben Dank allen, die diese Anstrengung auf sich nehmen, um andere zu schützen. Was macht die Gesichtsmaske mit uns? Wir verstehen einander schlechter. Wir müssen deutlicher reden, denn der Stoff vor dem Mund, er schluckt unsere Worte. Der Stoff, der vor dem Mund, lässt uns das Gesicht der anderen nicht sehen, die Bewegung ihrer Lippen. Die Wissenschaftler sagen uns, dass wir mit den Ohren und mit den Augen hören, aber mit Mundschutz hören nur noch die Ohren, weil für unsere Augen die Lippen, der Mund und die Mimik des anderen verdeckt sind. Liebe Schwestern und Brüder, der Mundschutz ist aber auch ein Zeichen, dass wir die Gebote Gottes ernst nehmen, einander zu achten und zu schützen. Der Mundschutz ist lästig, wenn wir ihn länger tragen müssen, aber er schützt die anderen vor unserem Atem und Speichel. Der Mundschutz ist ein Symbol, das wir nicht nur hören, was aus dem Mund und den Lippen des anderen kommt, sondern auch aus seinem Herzen. Wir können den Mund und die Lippen des anderen nicht sehen, wenn wir den Mundschutz tragen. Der Mundschutz zwingt uns, auf die innere Stimme des anderen zu hören. Ja, es ist eine Zeit für uns, tief in die Worte Jesu im heutigen Evangelium einzutauchen. Jesus sagte, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Liebe Schwestern und Brüder, der Heilige Geist wohnt in uns allen. Jetzt ist die Zeit für uns, auf den zu hören, der zu unserem inneren Selbst spricht. Jesus sagt uns sehr deutlich, dass die Welt den Heiligen Geist nicht empfangen und annehmen kann, weil sie den Geist Gottes nicht akzeptiert, sondern nur den Geist der Welt sieht.
Aber wir, die wir den Heiligen Geist empfangen und angenommen haben, können auf ihn hören und von ihm geführt werden. Hören wir auf den Geist der Wahrheit, den Geist Jesu, den Heiligen Geist Gottes, durch den wir Jesus täglich sehen und seine Liebe fühlen und erfahren können. So können wir das Herz anderer verstehen und spüren. Nur dann verstehen wir die anderen in Stille und Not. Lasset den Geist Gottes unser Führer und Schutz sein, damit unser Kampf gegen das Coronavirus effektiver und kraftvoller werden kann. Dann werden wir auch in der Zeit der Krise in der Lage sein, stark im Glauben zu bleiben und in unserem Leben positiv zu bleiben. Möge der Geist der Wahrheit, der Geist der Liebe, der Geist Jesu uns und das gesamte Universum führen. Möge Gott uns alle segnen. Amen. Credo in unum Deum, credo in unum Deum, credo in unum Deum. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Credo in empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Credo in hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an
an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus hat gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Beistand geben, den Geist der Wahrheit. Deshalb beten wir in den Anliegen unserer Zeit. Unsere Antwort ist, Herr, sende deinen Geist. Herr, sende deinen Geist. Wir beten für den Papst und die Bischöfe und für alle, die sich um die Zukunft der Kirche sorgen. Herr, sende deinen Geist. Herr, sende deinen Geist. Wir beten um mehr Frieden, Respekt und Gerechtigkeit unter den Menschen in unserem Land. Herr, sende deinen Geist. Herr, sende deinen Geist. Wir beten für alle, die auf der Suche sind nach dem, was ihrem Leben Sinn und Halt gibt. Und für alle, die sich um Kinder und Jugendliche bemühen. Herr, sende deinen Geist. Herr, sende deinen Geist. Wir beten für alle, die durch ihr Umfeld oder durch Medien verwirrt oder sogar aufgehetzt werden. Herr, sende deinen Geist. Herr, sende deinen Geist. Wir beten für alle, die durch Sorgen und Enttäuschungen belastet sind und für alle, die nicht mehr glauben können. Herr, sende deinen Geist. Herr, sende deinen Geist. Wir beten für uns selbst und für alle, die uns besonders am Herzen liegen. Herr, sende deinen Geist. Herr, sende deinen Geist. Du Gott bist bei uns in deinem Sohn, in deinem Geist. Wir danken dir und ehren dich heute und alle Tage und in Ewigkeit.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn, Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso
nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, damit er immer bei euch bleibt. Halleluja.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und eine gnadenvolle Woche. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.